Kennt ihr das auch? Manchmal braucht es nur diese eine Person, die an einen glaubt. Manchmal braucht es nur eine Person, die an dich glaubt. Dieser Satz ist mir hängen geblieben bei einem Gespräch jetzt Anfang des Jahres mit einer jungen Frau, die hier in Schönstadt bei einer Veranstaltung war. Sie war hier mit einer bunt gemischten Gruppe, die Schönstadt, den Ort, die Bewegung eigentlich kaum oder gar nicht kannte. Deswegen wollten die auch eine Führung im Pater Kentenich-Haus, in dem das Leben und Wirken des Gründers von Schönstadt dargestellt ist. Und danach hat diese junge Frau gesagt, dass sie eine Szene aus dem Leben von Pater Kentenich besonders beeindruckt hat, und zwar der Moment, als seine alleinerziehende Mutter ihn in ein Waisenhaus geben musste, weil sie nicht mehr für ihn sorgen konnte. In ihrer Not ist die Mutter mit ihm in die Kapelle des Waisenhauses gegangen, vor eine Statue der Mutter Gottes, und hat ihren Sohn Maria anvertraut, und zwar indem sie das wertvollste Schmuckstück, das sie hatte, ihre Kette mit einem Kreuz, der Marienstatue um den Hals gehängt hat. Sie hat Maria gebeten, von jetzt an für ihr Kind zu sorgen, weil sie selber nicht mehr konnte. Und der kleine Josef Kentenich, 8 Jahre alt damals, hat diesen Akt ganz wach mitvollzogen und gesagt, dass er in dem Moment tatsächlich spürbar erlebt hat, Gott ist da. Er liebt mich persönlich, auch wenn er dieses Leid jetzt zulässt. Sein Leben kam damit sozusagen in das Kraftfeld der göttlichen Gnade, und dieses Erlebnis hat er nie mehr vergessen, das hat ihn durch sein ganzes Leben getragen. Und diese junge Frau hat dann erzählt, die diese Szene besonders beeindruckt hat, dass sie in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet und dass zum Beispiel da auch Kinder im Kinderheim abgegeben werden und die Eltern melden sich dann überhaupt nicht mehr. Und sie sagt dann, wie sie in einer Vorlesung im Studium gehört hätte, dass es im Grunde genügt, eine Person zu haben, die an einen glaubt. Auch wenn der Start ins Leben, die Umstände manchmal schwierig sind. Und ganz oft sind diese Personen eben gerade nicht die Eltern. Es kann auch die Oma sein, ein Lehrer. Bei Josef Kentenich war es seine Mutter. Und er ist später selbst so eine Person geworden. Eine Person, die an andere glaubt. Eine Person, die an dich glaubt, genügt. Ja, das erinnert mich auch an eine wahre Begebenheit, die ich mal gelesen habe, die genau das zum Ausdruck bringt. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Ein College-Professor ließ seine Soziologie-Studierenden in die Slums von Baltimore gehen, um Fallgeschichten über 200 Jugendliche zu sammeln. Sie wurden gebeten, eine Bewertung über die Zukunft eines jeden Jungen zu schreiben. In jedem Fall schrieben die Studierenden, er hat keine Chance. 25 Jahre später stieß ein anderer Soziologieprofessor auf diese frühere Studie. Er ließ seine Studierenden das Projekt nachvollziehen, um zu sehen, was mit diesen Jungen passiert war. Mit Ausnahme von 20 Jungen, die weggezogen oder gestorben waren, erfuhren die Studierenden, dass 176 der verbliebenen 180 einen mehr als ungewöhnlichen Erfolg als Anwälte, Doktoren und Geschäftsleute erlangt hatten. Der Professor war überrascht und beschloss, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Glücklicherweise lebten alle Männer in der Nähe und er konnte jeden Einzelnen fragen, wie erklären sie sich ihren Erfolg? Jeder von ihnen antwortete, es gab eine Lehrerin. Die Lehrerin war noch am Leben, also machte er sie ausfindig und fragte die alte, aber noch immer aufgeweckte Dame, welche magische Formel sie benutzt habe, um diese Jungen aus den Slums herauszureißen, hinein in erfolgreiche Leistungen. Die Augen der Lehrerin funkelten und auf ihren Lippen erschien ein leises Lächeln.
Es ist wirklich ganz einfach, sagte sie. Und an dieser Stelle die Frage an euch alle. Was hat die Lehrerin wohl geantwortet? Es ist wirklich ganz einfach, sagte sie. Ich liebte diese Jungen. Ja, manchmal braucht es nur eine Person, die an dich glaubt, die uns erleben lässt, Gott ist da, er liebt mich persönlich. Fragen wir uns mal, wer war diese eine Person bei mir? Und für wen kann ich vielleicht diese Person sein, die der anderen Person sagt, ich glaube an dich, weil Gott an dich glaubt? Geben wir diese Erfahrung weiter.